Und hier konnte man nur bis hierher gehen. Da war dann Schluss. Irgendwo war da eine Barriere. Eine Barriere hat es hier schon gegeben. Also hier war historisch die Mauer im frühen 13. Jahrhundert geschlossen, da die Torsituation hier später im Barock erst verändert worden ist. Aha. Und so weit hier vorne auch? Oh, ungefähr, ja. Spüren Sie das? Das haben Sie spüre ein ich Bild? Ein Bild haben Sie nee, nicht? Nein. Ich bin selbst ganz überrascht worden, dass Sie hierher fahren. Ich habe Neuenburg noch nie gehört, noch nie gesehen. Ich stehe jetzt ganz neu da, ohne irgendetwas, ganz blank. Also ich habe das auch nicht in meiner Trance gesehen, sondern die Herrschaften sind mit mir hierher gefahren. Mehr kann ich nicht sagen. Tja, dann werden wir weitersehen. Ich muss direkt tief durchschnaufen hier. Da ist was. Boah. Da ist irgendwas. Das ist aber da. Da irgendwo. Zum Elisabeth-Experiment gehört, dass Lisa Bach keine Fragen stellt, sondern sich nur von ihrer inneren Stimme leiten lässt. Ich fühle im Moment, dass da vorne eine Barriere ist. Da habe ich so tief atmen müssen, so, oh, das ging so schwer da drüber, als wenn dort auch wieder was mit Holz war, wo man drüber gehen muss. Das ist eine Barriere für mich, da drüber zu gehen. Da musste ich so tief atmen, so, oh, das hat mir richtig Luft genommen. Ja, also ein Graben war dort, also der Burggraben, aber keine Holzbretter. Und wie kam man rüber? Dergleichen. Bitte? Und wie kam man dann darüber? An der Stelle nicht. Deshalb ist es vielleicht so schwer gefallen. Das kann sein. Genau, vielleicht. Okay. Schon 2 Treffer. 2 Dinge aus den Anfängen der neuen Burg, die Lisa mit den Augen von heute eigentlich gar nicht sehen könnte. Langsam runzelt auch Burghistoriker Peukert die Stirn. Da war ich ungefähr 18 Jahre alt mit 2 Kindern da. Das ist jetzt da. Können Sie das von der Zeitstellung verifizieren, wenn Sie... 18 Jahre war ich alt. Also muss man zurückrechnen. 1287, ne? 1220 ungefähr. Das wäre dann 1225. Oder so. Da ist in der Tat ein Aufenthalt Elisabeths auf der Neuenburg verbirgt. Oh, Wahnsinn. Also das war jetzt richtig da. Jetzt ist es wieder weg, aber da ist gerade so ein Schub gekommen. Das war da. Prüfung bestanden. Doch Lisa denkt nicht ans Aufhören. Also wo es mich ganz spontan hinsehen würde, wäre jetzt dieses gotische, kirchenähnliche oder ja, dieses Gebäude. Die Doppelkapelle aus dem 13. Jahrhundert. Eines der Gebäude, in denen sich Elisabeth vor 800 Jahren oft aufhielt. Ich als Elisabeth muss hier gekniet haben. Und zwar so, in der Haltung musste ich hier gekniet haben. So, und das stört das. Das gehört weg. Das Taufbecken ist aus romanischer Zeit, ist im 16. Jahrhundert auf die Neuenburg gekommen. Es zieht einem direkt runter. Lisa sagt, in mir lebt die Seele Elisabeths. Doch deren kurzes Leben war hart, am Ende sogar eine Qual. Was macht dich traurig? Sie reiten weg. Hast du Angst um ihn oder Sehnsucht? Ist es gefährlich, wo er hinreist? Er sagt, er kommt wieder. Sie tragen ein Kreuz bei sich. Wir schreiben das Jahr 1227. Elisabeth verabschiedet Ludwig, der mit einem großen Heer nach Süden zieht, zum 5. Kreuzzug. Elisabeth ist 20 und zum 3. Mal schwanger. Und siehst du ihn wieder? Geh ein Stück in die Zukunft. Kommt er zurück? Er ist tot. Sie haben mir seinen Ring gebracht. Ist er gefallen im Krieg? Vorher schon.
Der Mann, der mir den Ring brachte, sagte, er ist auf ein Schiff gestorben. Und du hast seinen Ring, den er trug, den du kennst, diesen Ring. Schau ihn innerlich an. Der ist auf jeden Fall oval. Es ist auf jeden Fall ein Stein. Also Stein ist es auf jeden Fall. Und zwar meines Erachtens Dunkelstein. Der Ring ist so wie von Lisa in Trance beschrieben. Ein braunroter Achat, der unter Lichteinfall bläulich schimmert. Sie verstoßen mich. Ich mag auch nicht mehr. Ich gehe runter und nehme meine Kinder mit. Ende 1227 verlässt Elisabeth mit ihren 3 Kindern die Wartburg. Unter erbärmlichen Bedingungen verbringen sie den Winter in Eisenach. Im Frühjahr 1228 geht es weiter nach Marburg. Hier gründet Elisabeth ein Spital für Ausgestoßene und Arme. Ihre Arbeitskleidung? Ein schlichtes graues Kleid. Und genau dieses Schwesternkleid, davon ist Lisa nun überzeugt, hat sie all die Jahre in ihren Träumen gesehen. 1231, mit erst 24 Jahren, stirbt Elisabeth an Erschöpfung. 1235, 4 Jahre nach ihrem Tod, wird sie heilig gesprochen. Im selben Jahr beginnen auch die Arbeiten zum Bau der Marburger Elisabethkirche. Wir haben uns mit Renate Lührmann verabredet. Sie ist Historikerin und Kirchenführerin in der Elisabethkirche. Also was ich gesehen habe, war in dem Hospital mehr wie ein Holzfußboden. Und da lagen die Kranken einfach auf sowas wie so Holz liegen dort. Ganz einfach, also wirklich ganz, ganz einfach. Und dieses Fachwerkhaus, also das sehe ich auch so ganz klar vor mir, also Fachwerk. Fachwerk, nicht zu hoch und ja, aber keine Ziegel auf dem Dach, da war was anderes. Ich kann mich nur wundern und ich kann nicht vergessen, dass ich dieses alles, was sie in Trance gesehen hat, in Büchern gelesen habe. Ja, und dass für mich die Erklärung dafür ist, dass sie das irgendwo gelesen hat. Oder dass jemand, der es gelesen hat, ihr davon erzählt hat. Das kann ich beschwören. Dass das so nicht war der mir Fall Gott ist. helfe. Ja. Ich habe weder Bücher drüber gelesen, noch mit Leuten drüber gesprochen, denn die ganze Geschichte erschlägt mich. Das ist einfach erlebt in einer Trance. Ja. Das kann man niemandem sagen. Also ich möchte jetzt, was ich gesehen habe, Ihnen zeigen. Und zwar müsste das Haus, wo Elisabeth gewohnt hat, beispielsweise also von der Beschreibung hier gewesen sein. Die Tür müsste bei der Hausmauer gleich anschließend gewesen sein, dann ohne Fenster meines Erachtens. Und das war Fachwerk. Und hier müsste länglicherseits ein rechteckiger Bau gestanden haben als Hospital. In der Tat haben die Ausgrabungen hier ein 8 mal 8 Meter großes Fachwerkhaus ergeben und davor einen von dem lang rechteckigen Fachwerkgebäude dort entlang führenden Weg, der durch Bodenbefunde als Weg gekennzeichnet war und der hier ungefähr in das Haus hineingeführt hat. Die Feuerstelle war ungefähr an dieser Stelle. Hier ungefähr. Hier ungefähr. Das hier ergrabene Fachwerkhaus ist 8 mal 8 Meter. Ist eigentlich für ein Fachwerkhaus nicht gerade klein. Und vor allen Dingen das große Wunder war, es gab hier den Herd. Mich brennen meine Augen von dem Rauch. Ist das plötzlich so oder gibt es jetzt mehr Rauch als früher? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber sie brennen. Ganz wichtig war mir immer dieses, was ich in der Trance erlebt habe, dieses Augenbeißen, dieses Husten, dieser Rauch, der mir zu schaffen machte. Das war ganz deutlich da. Also dass Elisabeth der Rauch zu schaffen gemacht hat, wird ausdrücklich berichtet.
Renate Lührmann ist Wissenschaftlerin und nicht auf den Mund gefallen. Aber Sekunden später verschlägt es ihr fast die Sprache. Sehen Sie? Ah, das schwarze Direkt Wasser. hier, ja, ist das schwarze Wasser. Genau. Das nennen Sie so. Ja, Woher kennen Sie das? nö, das war jetzt ganz einfach so. Also Das schwarze Wasser. Für Geographen nicht mehr als ein Nebenfluss der Lahn. Doch für Lisa, die nie zuvor in Marburg war, wird der kleine Flussarm zu einem Strom von Bildern aus längst vergangener Zeit. Sie sehen mich auch etwas bewegt, ja. Denn ich meine, dieser Ort ist in der Tat vielleicht das Einzige, was wir heute noch genauso sehen, wie es damals war zu Elisabeths Zeit. Was ich auch ganz deutlich gesehen habe oder gespürt habe, es waren nicht bloß ein paar Kranke, es waren Massen. Richtig Massen müssen das gewesen sein. Es wird von einem Tag berichtet, zu dem sie schon wochenlang vorher hatte Einladungen ergehen lassen in die ganze Gegend und alle Armen einzuladen. Und wenn man nachrechnet, dann weiß man, dass es 1600 oder so gewesen sein muss, die sie hier auf diesem Gelände versammelt hatte. Ob es das hier irgendwo gegeben hat, Da habe ich ein Fragezeichen gemacht, das weiß ich eben nicht. ja, das wissen wir auch nicht, das können wir auch nie wissen, weil da jetzt die Elisabethkirche ist. Ja, und so. Aber ich meine, hier ist eben das Wasser mit Fragezeichen. Das hat sie da tatsächlich schon gemalt. Wie, das ist Ihnen jetzt eben klar geworden, deswegen haben Sie es jetzt aus der Tasche gezogen. Ja. Tja. Tja, das ist ja wirklich, also... Hier, und zittern Sie jetzt vor Kälte? Und nee, die Kälte sind nicht kalt. Ist nicht kalt. Das nennt man Ergriffenheit. Ja. Ich kann es in meinem wissenschaftlichen Weltbild vorerst nicht unterbringen. Ja, aber ich meine, es ist natürlich also schon sehr wunderbar, muss ich schon sagen. Und wenn du dich dann bereit fühlst, die Augenbinde wieder abnehmen und dich ganz hier einfinden. Wo ist das Grill jetzt? Ah. Ich habe eins begriffen, das Sterben ganz leicht ist. Also Sterben, da braucht man keine Angst davor haben. Sterben ist einfach ein Schritt zur Seite gehen. Mit dem Ausatmen einfach einen Schritt zur Seite und man ist dennoch immer da. Was bleibt am Ende der Expedition? Lisa, die Historiker und wir haben Dinge erlebt, die uns sprachlos gemacht haben und für die es keine rationale Erklärung zu geben scheint. Lisa ist nun fest von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt. Und etwas raubt ihr nicht mehr den Schlaf. Ich weiß jetzt, was es mit diesem grauen Kleid auf sich hatte. Es ist für mich jetzt sehr beruhigend zu wissen, dass dieses Kleid existiert hat und mein Traum kommt jetzt nicht mehr. Jetzt ist es schon 2 Monate zurückliegend und das ist sehr beruhigend für mich.